Modern Guitar School ist online. Ich begrüße euch ganz herzlich. Bevor wir loslegen, möchte ich gern was Persönliches sagen. Dieser Workshop ist Ozzy Osbourne gewidmet, der, wie ihr sicher mitbekommen habt, vor ein paar Tagen von uns gegangen ist. Mit seiner Musik, seiner Stimme und seiner einzigartigen Ausstrahlung hat er Generationen von Musikern geprägt. Er hatte immer die besten Gitarristen der Welt dabei. Denken wir nur an Randy Rhoads, Zakk Wylde, J.K. Lee, um nur ein paar zu nennen. Unfassbare Ausnahmegitarristen. Und heute werden wir uns einem Song aus der Zakk Wylde-Ära widmen. Für mich einer meiner Lieblingssongs, muss ich sagen. Das Riff ist sowas von brachial, unfassbar. Es geht um No More Tears aus dem gleichnamigen Album von 1991. Dieses Album zeigt Ozzy Osbourne in stimmlicher Höchstform und ebenso Zakk Wylde war auch absolut on top. Ich werde diesen Workshop in 2 Teile splitten. Teil 1 wird sein, ich werde euch das Riff zeigen und erklären. Teil 2 wird sein, wie Zakk diesen unfassbar brachialen Sound erzeugt hat auf dem Album. Dafür werde ich euch jede Komponente erklären, wie ihr selbst diesen Sound nachbauen könnt. Okay, viel Spaß dabei. Ihr habt es vorne im Intro ja schon gehört, aber hier nochmal ein kleiner Ausschnitt vom Main Riff, das wir gleich machen. Was macht dieses Riff also besonders? Ihr seid schon mal in einer speziellen Stimmung. Ihr müsstet die Gitarre einen Halbton tiefer stimmen, komplett alle 6 Saiten, und dann die dicke E-Saite noch zusätzlich auf Cis. Bedeutet also vom Tuning, ihr habt Cis, Gis, Cis, Fis, Ais und Dis an Tönen. Ich blende euch das auch nochmal hier ein, das Tuning, damit ihr nachstimmen könnt. Bedeutet jetzt, wenn ihr die tiefen 3 Saiten spielt, habt ihr einen Cis Power Chord. Das Riff ist eigentlich ganz einfach, werdet ihr gleich sehen. Er startet mit den offenen Saiten, geht dann mit dem kleinen Barré in den 3. Bund und wieder zurück zu den Leersaiten. Dann geht es in den 5. Bund und ihr slidet danach in den 6. Bund. Der 6. Bund ist der Tritonus. Ein ziemlich psychomäßiges Intervall. Wenn ihr also das Cis als Grundton betrachtet, dann ist der 6. Bund der Tritonus. In den Tritonus slidet er rein von 5 nach 6. Ich zeige euch das mal ganz langsam. Noch finsterer klingt es, wenn ihr ein bisschen Palm Muting einsetzt. Und den Slide in den 6. Bund öffnet. Nochmal. Und dann kommt ein weiteres Trademark von Zakk Wylde dazu, nämlich seine Pinch Harmonics, die er dauernd benutzt eigentlich. Er nimmt den 3. Bund am Ende vom Riff, 2. Teil, und erzeugt eine Harmonik. Ja, je nachdem, wo ihr an der Seite anschlagt, mit der Daumenaußenseite, gibt es einen Pinch-Harmonik. Das ganze Riff also nochmal. Ja, am Schluss diesen schönen dramatischen Quietscher, wie einige Leute sagen. Das ist eigentlich schon das Main Riff. Ihr braucht noch folgende Attitüde dazu, damit es wirklich klingt wie diese behäbige, schwere Dampflokomotive, die losfährt. Nämlich Zakk spielt ein bisschen hinter dem Beat. Man kann ja vor dem Drum-Beat spielen, dann wirkt es etwas gehetzt. Man kann genau auf dem Beat spielen und man kann auch ein bisschen laid-back spielen hinter dem Beat. Es klingt so ein bisschen, als würde die Gitarre hinter dem Drum-Beat so ein bisschen hinterher schleifen und das macht es halt so schwer und so heavy. Also versucht ein bisschen die innerliche Handbremse anzuziehen und leicht laid-back zu spielen, dieses Riff. Der nächste Punkt, der euch wahrscheinlich noch viel mehr interessieren wird: Wie hat Zakk diesen unfassbar fetten Sound kreiert? Ich fange mal ganz vorne an in der Signalkette, also bei der Gitarre. Zakk spielt Les Pauls, wie wohl jeder weiß. Ich bin auch ein ganz großer Les Paul-Fan. Ich liebe die Optik, das Handling und den fetten Sound dieser Gitarre. Um das Tuning zu erzeugen, das ich euch vorhin erklärt habe, wäre es ratsam, dass ihr recht dicke Saiten draufzieht. Ich habe jetzt im Moment hier 10 auf 52. Das hat den Vorteil, dass die runtergestimmte E-Saite noch genug Spannung hat.
Und dass ihr sie nicht aus der Intonation drückt, wenn ihr hier im dritten Bund drückt, denn bei dünnen Saiten passiert das ganz schnell, dass das Tuning dann nicht mehr stimmt. Kauft euch am besten also einen gemischten Satz. Unten 10, recht dünn und oben etwas fetter, zum Beispiel 52. Er hat bei dieser Aufnahme eine Les Paul Custom gespielt. Ich habe auch eine, zeige ich euch mal. So, das ist meine Les Paul Custom von 81. Ich versuche es mal in die Kamera zu halten. Hier das gute Stück. Absolute Traumgitarre. Mit ihr konnte ich das allerdings nicht einspielen, weil sie hat nicht die richtigen Pickups, denn Zack benutzt EMG-Pickups. Zeige ich euch mal. So, das sind die EMG-Pickups. Sind aktive Pickups mit ziemlich viel Output, sind sehr definiert, klingen wirklich fantastisch. Es gibt einige Leute, die sagen, sie klingen kalt und steril. Ist meiner Meinung nach völliger Blödsinn. Dann würde sie sicher auch nicht David Gilmour spielen. Also was da immer erzählt wird, ist wirklich lustig. Zakk Wyldes Custom von 81, ich blende sie hier mal ein, hat auch eine lustige Story, denn sie war ursprünglich komplett weiß. Als es dann zu einem Fotoshooting von der Ozzy Osbourne Band ging, dachte sich Zack, oh Mann, ich kann da jetzt nicht mit einer weißen Les Paul antanzen, denn das war eigentlich das Trademark von Randy Rhoads. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Er wollte dann das Vertigo-Design von Alfred Hitchcock, zeige ich euch auch mal, und hat sie aber so lackiert zurückbekommen, wie ihr es kennt. Und er dachte sich dann, okay, komm, egal, ich nehme das Ding jetzt. Und das hat sich dann eigentlich zu seiner Trademark-Gitarre entwickelt, so wie Eddie Van Halen's Frankenstein. Also jeder kennt dieses Design und es ist wirklich ein totaler Eyecatcher, absolut genial umgesetzt. Ein weiterer Fun-Aspekt dieser Gitarre, der weißen Les Paul von Zakk Wylde, er nannte sie übrigens The Grail, also der heilige Gral für ihn, ist, dass sie im Jahr 2000 aus dem Tourbus geklaut wurde und im Jahr 2003 wieder aufgetaucht ist. Da hat irgendein Fan sie in einem Gebrauchtgitarrenladen wohl kaufen wollen. Ihm ist dann aufgefallen, dass die Gitarre unter dem Pickup die Initialen von Zakk Wylde trägt und hat den guten Zack dann kontaktiert, der sich wahrscheinlich enorm gefreut hat. Okay, wir machen weiter mit der Signalkette. Es geht also von der 1981er Les Paul mit EMG-Pickups in einen Boss SD1. Das ist ein Overdrive-Pedal. Das hat Zack aber nicht so eingestellt, dass es viel Verzerrung gegeben hat, sondern er hat eher damit seinen Eingang geboostet. Das bedeutet, er dreht den Level von diesem Effektgerät ziemlich weit auf und gebt dann in Kombination mit den EMG-Pickups schon mal dem Amp ein ziemlich heißes Input, was dazu führt, dass der Amp schneller verzerrt und die Durchsetzungsfähigkeit wurde auch erhöht, denn dieses Pedal klingt recht mittig. Es hat also die Mitten noch so ein bisschen mitgeboostet. Okay, jetzt kommen wir zum absoluten Breitmacher, dem Boss CH1. Das ist ein Stereo-Chorus. Dieses Pedal hat Zack damals eingesetzt. Er nimmt immer noch Chorus-Pedale, aber jetzt von der Firma MXR. Dieses Pedal macht den Sound Stereo. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das funktioniert. Ihr kommt also von eurem Boss SD1, das Signal ist leicht geboostet, geht in den Eingang von dem Chorus. Der Chorus hat 2 Ausgänge und diese 2 Ausgänge dienen dazu, dass ihr 2 verschiedene Marshall-Top-Teile ansteuert. Ich blende euch mal das Pedalboard von Zack aus dieser Zeit ein, für alle, die das nicht so ganz glauben. Und von dort aus geht es, wie gesagt, in die Marshall-Tops. Auf der einen Seite, Marshall-Top, kommt das direkte Signal an, unverändert. Auf der anderen Seite kommt das Signal leicht moduliert an. Das bedeutet, der Chorus fügt eine ganz leichte Verstimmung hinzu und der Chorus fügt auch noch, je nach Einstellung, eine leichte Verzögerung hinzu. Und zwar zwischen 5 und 30 Millisekunden. Ihr habt sicher schon mal den Effekt gehört, ein Geiger alleine gespielt oder ein Orchester mit ganz vielen Streichinstrumenten und ihr hört diese riesige Wand, die auf euch zukommt, wenn ihr dieses Orchester hört. Woran liegt das? Wir sind keine Maschinen, wir spielen alle nicht genau synchron. Das heißt, die verschiedenen Geiger haben ganz leichte Unterschiede von ihrer Geschwindigkeit, wie sie spielen. Also sie sind ganz leicht im Millisekundenbereich auseinander. Und sie sind auch nicht alle ganz genau gleich gestimmt.
Ja, und das ist das, was der Chorus macht. Er fügt eurem Signal, eurem trockenen Signal auf der einen Seite des Marshall-Tops, ein leicht verzögertes und leicht modulierendes Signal hinzu. Dadurch kommt diese enorme Breite zustande. Ja, es wird also quasi aus einem Mono-Sound ein Stereo-Sound. Ich habe euch dazu mal ein kleines Demo gemacht. Ein Vergleich zwischen dem Riff mit Stereo-Chorus, wie Zack ihn verwendet, und dem gleichen Sound, aber ohne Chorus. Schaut euch das mal an. Es wäre gut, wenn ihr eine gute Abhöre verwendet, also sprich entweder gute Kopfhörer oder ein paar Studiomonitore, damit ihr den Soundunterschied auch richtig wahrnehmen könnt, weil über so einen kleinen Handy-Lautsprecher, denke ich mal, wird das nicht so richtig deutlich. Ich starte mal mit Chorus an. Okay, ist schon an. Mit dem Main Riff. Okay, und den Chorus mal aus. Das gleiche Riff. Wir machen das gleiche nochmal mit der Bridge, dann könnt ihr die schönen großen Chords mit dem Chorus hören. Chorus aus. Okay. Also ihr hört ganz deutlich, wie der Chorus das Stereobild auseinanderzieht. Es klingt viel größer, viel breiter. Gerade wenn man alleine Gitarre spielt live, hat man trotzdem den Effekt, dass es ein bisschen wie gedoppelt klingt. Okay, ihr Lieben, das war meine Verneigung an den wunderbaren Ozzy Osbourne und einen seiner wunderbaren Gitarristen, Zakk Wylde. Wenn dir das gefallen hat, nächsten Sonntag geht es weiter. Im nächsten Workshop zeige ich euch, wie ihr einen guten Rock-Sound von Grund auf bildet. Ob das an einem Modeler ist oder an einem richtigen Amp. Ich werde es von Grund auf erklären, denn ich bekomme die letzte Zeit ständig Anfragen von euch. Christian, wie machst du diesen Sound? Erklär doch mal oder schick mir doch mal deine Camper-Files und so weiter. Ich werde es euch erklären, wie ihr das selbst macht. Von der Basis her, also schaut auf jeden Fall rein, dann machen wir euren Sound mal richtig fett. So ihr Lieben, jetzt ist mein Spontan-Workshop doch etwas länger geworden, aber ich wollte euch gerne alle Details nennen, die zu Zacks großartigem Sound führen und auch den guten Ozzy ein wenig würdigen. Wenn es euch gefallen hat, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Ach ja, es gibt übrigens jetzt einen neuen Super-Like, könnt ihr unter dem Video finden, da steht Hyper. Wenn ihr diesen Button drückt, dann ist das nochmal so ein doppel- und dreifacher Like sozusagen. Würde mich total freuen, wenn ihr mir einen geben könntet. Das bringt den Kanal immer mehr in Umlauf und mehr Leute können davon profitieren. Alles klar, dann würde ich sagen, checkt mal den Stereo-Chorus, stimmt die Gitarre tiefer, lötet die EMGs rein, bratet mal richtig ab wie Zakk Wylde. Ich freue mich und wir sehen uns nächste Woche.